Heute machen wir wieder IKEA-Hacks, unter anderem mit Moppe. Das ist Moppe. Schwedisch ist schon eine ganz schön ulkige Sprache auch, oder? Moppe wird angemalt und die Vasen werden angemalt. Und ich überlege gerade, ob wir nicht lieber mit den Vasen anfangen, weil die gebrannt werden müssen. Oh, das, oder? Und zwar habe ich eine Strategie, wie wir daraus Terrakotta-Vasen machen. Mal gucken, ob die so funktioniert. Ich habe Keramikfarbe mit so Kreidefarbe-Effekt, dass das so ein bisschen matt wird. Und ich habe Terrakotta-Pigmente. Hier, das heißt gar nicht Terrakotta, sondern Farben der Provence. Aber gemischt mit dem könnte das ganz gut funktionieren. Das ist Glas- und Porzellanfarbe Kreide. Das mischen wir jetzt mal zusammen. Das größte Problem wird, glaube ich, sein, die Klümpchen rauszubekommen aus diesem Terrakotta-Zeug. Das wäre schon schön, wenn das glatt ist und nicht klumpig. Gerne noch ein bisschen dunkler. Ich glaube, ich mache auch direkt ein bisschen mehr, weil wenn ich 2 Vasen damit voll machen will, ja, dann brauche ich eigentlich wahrscheinlich fast das ganze Ding hier. Und es wäre ja schon gut, wenn das der gleiche Farbton wäre und der nicht so einen komischen Farbverlauf noch drin hat. Also ich habe gedacht, um die Klümpchen rauszukriegen, kann man es sieben, aber das Sieb ist, glaube ich, ein bisschen zu grob. So langsam kriege ich einen Krampf im Finger. Aber ich glaube, es passt jetzt auch ganz gut von der Farbe. What is it about this place that everyone got no patience? Deckt richtig gut, ne? Ich habe ja ewig rumgerührt. Es sind immer noch ein paar Krümelchen drin, was ich an sich nicht so schlimm finde, weil das so ein bisschen nach echten Terrakotta auch aussieht. Ich mache hier mal unten so ein bisschen auch den Boden. Dann brauche ich irgendwie noch ein Schüsselchen oder so, auf das ich das so draufstellen kann. Perfekt. So. Ja. Was? Ja, perfekt. Ja, machen wir das so. Male ich mal noch den Rest und dann stellen wir es so in den Ofen. Ich verlinke euch ein paar Mal so Pigmente unten. Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Vielleicht gibt es sowas auch als fertige Porzellanfarbe, habe ich aber nicht gefunden. Also vielleicht, wenn von euch jemand einen Tipp hat, gerne in die Kommentare damit. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, finde ich. Bis jetzt. Gucken, wie es gebrannt aussieht dann. So, das soll man jetzt 4 Stunden trocknen lassen und dann in den Backofen. Also bleibt es jetzt hier so stehen, während wir den Moppe bemalen und dann backen wir es. Also man muss das in den kalten Backofen, damit das wahrscheinlich das Keramik nicht beschädigt, und dann wird es eingebrannt und dann ist das Wasser fest und so weiter und so fort. Ein bisschen unterschiedliche Farben sind es geworden, ne? Ich habe mir ja so Mühe gegeben. Aber gut. Aus dem Moppe möchte ich einen Bett-Beistelltisch machen. Also der so an die Wand geschraubt wird neben dem Bett. Stelle ich mir cool vor. Wir ziehen übrigens um Ende Februar. Also wenn ihr Lust habt zu sehen, was denn daraus dann tatsächlich im Raum geworden ist, dann abonniert den Kanal, denn da werden, glaube ich, noch einige schöne Room-Makeovers kommen in nächster Zeit. Ich freue mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall habe ich mir für das Ding überlegt, dass wir daraus 3 Schubladen machen. Das Ganze in weiß und dazu, also die hier ist natürlich praktisch. Das ist eine wunderbar, die drehen wir einfach um. Aber die anderen würde ich einfach zusammenleimen und dann Fallschirm wieder reinsetzen. Ich glaube, das mache ich jetzt, bevor ich es anstreiche. Mal alle raus. Reicht das? Ja, oder? Für mich ist es wichtig, dass es hier vorne möglichst glatt ist. Während das trocknet, male ich schon mal den Korpus an mit Eisweiß. Ganz normale Holzfarbe. Aber wir verlinken euch die Produkte, die wir verwenden, natürlich unten in der Infobox.
Ich habe extra 2 von den Farbdosen gekauft, aber brauchen wir nie im Leben. Das ist ganz schön ergiebig, das Zeug. So full of aggression. So full of aggression. Ich mache hier wieder eine Sauerei. Attention. Soll ich innen mitstreichen? Ja, oder? Ja. Sieht besser aus. Mach mal schon ordentlich jetzt hier für die neue Wohnung. Als Griffe wollte ich diese schlichten, die man hier so rein senkt, also die hier praktisch nur so drüber stehen und dann greift man so drunter. Habe ich online gesehen, wollte ich in Messingfarben, bin ich in den Baumarkt und da gab es nur silberne. Ich verlinke euch die in Messing unten, weil online gibt es die. Ich werde die jetzt einfach Gold ansprühen und ich hoffe, das funktioniert. Bei dem hier ginge das ja, dass man das einfach weiß, wie viel Fallschirm wieder reinsteckt. Aber bei dem hier haben wir jetzt natürlich die 3 Boxen und die Kanten hier. Und ich dachte, es wäre ganz cool, das mit Stoff zu bekleben. Und zwar hatte ich ursprünglich Jute-Stoff im Kopf, habe dann aber diesen Leinenstoff hier gefunden, der, glaube ich, noch ein bisschen eleganter aussieht als so ein Jute. Und darum klebe ich da jetzt einen Streifen drüber. Beziehungsweise ich konnte an diesem Hildegard-Kissen, nee, Hillaret, nicht vorbeigehen, weil ich dachte, das ist vielleicht so ein schönes Mittelding. Ein bisschen dunkler, ein bisschen grober, nicht so grob wie Jute, nicht so fein wie Leinen. Könnte auch gut aussehen. So, ich wollte das aufkleben mit Sprühkleber, also brauche ich eigentlich an allen Seiten 2 cm mehr, dass ich es ein bisschen umklappen kann. Ich klebe mir erstmal die Vorderseite auf und dann muss ich ja gucken mit meinen Verstrebungen und Seiten, wie ich das so rumkriege. Sprühen wir mal auf, oder? Ich habe noch nie mit Sprühkleber gearbeitet, aber ihr schwört ja offenbar alle drauf. Also ich habe den Tipp schon unter mehreren Videos bekommen. Dann testen wir das heute mal aus. Ich bin ein bisschen nervös. Puh, stinkt. Das hält jetzt. What is it about this place that everyone got no patience and everything's in your face, killing your imagination. Funktioniert gut mit dem Sprühzeug. Spannend wird es jetzt oben, weil da muss es ja irgendwie ein bisschen ordentlich aussehen, beziehungsweise auch gut halten, weil es wird ja aufgezogen und zugezogen und so. Also schneide ich es hier, glaube ich, ein Stückchen kürzer und klappe die Mitten um und lasse dann da einfach so hier so ein 2 cm Stückchen stehen oder so. But I'm not, I'm here, no doubt, and I'm struggling like everyone. The pressure, the rush, is all too much, and it's killing your imagination, not paying attention. Also ich finde, es sieht echt sehr schick aus. Also es sieht richtig edel aus mit dem Stoff. Und ich jetzt noch mit den goldenen Griffen. Also ich finde, das ist mal ein richtig gutes Upgrade für den Moppe. Was ich auch dachte, wäre so wie Lederschlaufen, könnte auch schön aussehen. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, meine ordentlichen Griffe oben dran zu machen. Und da haben wir jetzt bei dem natürlich ein Problem, weil er diesen Mittelsteg hat. Darum säge ich jetzt hier noch so ein kleines Stückchen rein, dass einfach der Griff da drin versenkt werden kann, bevor ich das hier vorne mit meinem Stoff beziehe. Es muss ja nicht viel sein, einfach, dass der Griff da so ein bisschen drin versenkt. I'm in a temporary home. Was ich mir auch noch mitgebracht habe, ist diese runde Box. Kannte ich nicht. Finde ich mega cool. Und ursprünglich habe ich überlegt, ob ich darauf so einen Lederriemen, also diese Ledergriffe sind das, setze. Würden auch hier mega gut passen eigentlich, ne? Hat auch was. Nee, die Messings sind schon schön. Es ist halt ein anderer Stil, aber kann man natürlich auch machen, dass man sich die einfach mitnimmt und hier dran setzt. Sieht auch schön aus. Jetzt habe ich gedacht,
Eigentlich wäre es schön, wenn ich das neben Bett habe, dass ich das auf der Kommode stehen habe, so ein bisschen im gleichen Stil. Also, dass ich den gleichen Stoff nochmal nehme und das ist hier oben so ein bisschen nach unten versetzt. Also, man könnte das wunderbar mit dem Stoff beziehen und hat dann wie so eine Art Tablett, auf das man die Ohrringe legen kann oder so. Und einfach noch eine schöne dekorative Box. Und darum werde ich das, glaube ich, einfach in dem gleichen Stil halten. Weiß sprühen, oben als Tablett und eventuell hier unten noch eine Banderole von dem Stoff rum. Und sieht das, glaube ich, mega schick aus, wenn das nochmal wiederkommt im Schlafzimmer. Hältst du schön Abstand? 30 cm? Oder was steht auf der Packung? Wunderbar, gut gemacht. Da sind sie, die vergoldeten Griffe. Sieht super schick aus, finde ich, die Farbkombination. Die haben hier hinten 2 Löcher, in die man normalerweise einfach reinschraubt, weil man hat ja normalerweise ein bisschen dickere Schubladen. Hierfür reicht das Holz nicht, also das ist hier nur so einen halben Zentimeter dick. Also kann man es entweder kleben oder man bohrt durch und setzt Schrauben mit Muttern rein. Jetzt ist die Frage, sollen wir es mit dem Kleben riskieren oder? Ich bin ja für die Schraubenversion. Das ist schon besser, ne? Ja. Ist einfach rein, oder? Hoffentlich klappt das mit dem Stoff, dass es den nicht kaputt macht. Aber testen wir mal. Fuck. Es dreht den Stoff rein. So, also das geht nicht. Also, erstes Learning, macht's andersrum. Erst die Löcher rein oder eben dann doch kleben. Ich werde jetzt hier nochmal gucken, wie gut es abgeht, aber ich glaube mit dem Sprühkleber, ja, es geht ganz gut. Ziehe ich den Mittelteil nochmal ab, bohr durch und ja. Jetzt schneide ich, glaube ich, noch ein paar kleine Löchlein rein, dass die Schrauben gut reingehen. Klebst dann schön wieder drauf und dann sieht man gar nichts davon, von der kleinen Misere. Aber wenn ihr es nachmacht, macht es andersrum nach. Es klebt sogar immer noch ziemlich gut, obwohl ich es abgelöst habe und wieder drauf geklebt. Aber gut, doppelt hält besser. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche dazu passen, die nicht zu lang sind. Das funktioniert natürlich, hat man hier unten die Schraubköpfe, hält natürlich bombenfest. Hier hält es schon so richtig gut, wenn man es hier so reinsteckt, weil ich habe es ja hier drin nochmal aufgebohrt. Das werde ich jetzt kleben. Wenn ihr wissen wollt, ob das hält, welches besser hält und funktioniert, dann folgt mir auf Instagram, da werde ich es auf jeden Fall berichten, wie sich das im Alltag macht dann. Das ist die Box in weiß. Ich beginne mal mit oben. Das Problem hier wird sein, dass der Stoff natürlich ausfranst. Also werde ich mir das zuschneiden, reinkleben und dann mal gucken, wie ich die Kante so ein bisschen isolieren kann. Also wie ich da irgendwie einen Abschluss finde, dass das nicht nach und nach ausfranst und trotzdem irgendwie schön abschließt. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht. Willst du wirklich mit so doppelseitigem Klebeband auslegen oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat von euch einer eine coole Idee. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jetzt pappt es natürlich so ein bisschen hier draußen und es lässt sich jetzt nicht so mega akkurat auflegen, wie es schön gewesen wäre. So, jetzt hatte ich eigentlich geplant, dass ich sowas hier in die Richtung noch an der Seite ranmache, damit die Ecken akkurater sind. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Also mir gefällt dieser Natur-Look. Die Ecken vom runden Topf. Ja, halt die Kanten. Weil ich auch dachte, wenn das dann jetzt mit der Zeit ausfranst und so weiter und so fort. Aber ich finde diesen Look, diesen Natur und Weiß und das sieht irgendwie nach so einem schönen Schmucktablett aus. Ich glaube, da mache ich jetzt gar keinen Gedöns mehr dran, sondern lasse das so. Und dann kann ich ja immer noch einmal so rumkleben, wenn ich irgendwann feststelle, dass das doch ausfranst oder mir nicht mehr so gefällt. Also ich finde, das sind sehr schicke Ikea-Hacks geworden. Wir ziehen bald um und ich freue mich schon sehr, das im Schlafzimmer einzurichten. Vielleicht machen wir auch noch einen zweiten für die andere Seite. Gucken wir mal, ob du auch noch einen abkriegst. Und ja, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das sehen möchtet, wenn ihr mehr Ikea-Hacks sehen möchtet. Da freuen wir uns sehr. Macht's gut. Ciao, ciao.
Teil geworden.